Am Ende geht es immer um die Figuren. Ich denke, dass ein guter Charakter, der alle in seinen Bann zieht, ob das jetzt eine Hauptfigur oder eine Nebenfigur ist, die Grundvoraussetzung für einen guten Manga schafft. Und dann ist da noch die Welt, in der sich diese Charaktere bewegen. Wie ein Autor diese Welt gestaltet und ob es ihm gelingt, sie einzigartig zu machen, entscheidet maßgeblich über die Qualität seiner Geschichte. In einem kleinen Tokioter Atelier gewährt uns einer dieser Superstars Einblick in seine Arbeit. (1986) startet Hirohiko Araki eine Serie, die heute zu den meistverkauften Mangas der Welt gehört. JoJo's Bizarre Adventure. Bisher sind in Japan 131 Bände erschienen. Wow, Sie sind es wirklich! Was für eine Ehre. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Cathy Cat. Guten Tag, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Also das ist der Arbeitsplatz vom Meister. Ja, das ist mein Büro. Ich arbeite hauptsächlich hier drüben. Hier arbeiten Sie an Ihren Geschichten? Genau so ist es. Dies ist der einzige Platz, an dem ich arbeite. Dort drüben sind meine Assistenten und einige andere Sachen. Oh, und da sind ja auch die Zeichnungen. Werfen Sie ruhig einen Blick darauf. Wow, ich bin begeistert. Ich arbeite gerade an meiner neuesten Idee. Über den Inhalt darf ich natürlich nichts verraten. Die Geschichte beginnt mit der erbitterten Fehde zwischen Jonathan Joestar und Dio Brando. Der hasserfüllte Dio ist in den Besitz einer geheimnisvollen Maske gekommen, die ihm übernatürliche Kräfte verleiht. Arakis Manga ist brutal, überdreht und unglaublich unterhaltsam. Ich wollte einen Shonen-Manga machen, also einen Manga für Jungs, der eine Horrorgeschichte als Thema hat. Die typischen Jungs-Manga zu dieser Zeit hießen Dragon Ball, City Hunter oder Fist of the North Star. Die Themen waren sehr breit gefächert, aber vieles war eben auch schon besetzt. Wenn ich zum Beispiel einen Fußball-Manga veröffentlichen wollte, weil ich Fußball damals sehr mochte, konnte ich das nicht tun, weil es das schon gab. Der Verlag sagte nein. Ich musste mir also ein Thema aussuchen, das damals noch nicht besetzt war. Und da ich ein Fan von Horrorfilmen war, wurde es also eine Horrorgeschichte. Blöd nur, dass man mir dann sagte, dass man für Jungs gar keine Horrorgeschichten schreiben darf. Ich habe es dann trotzdem gemacht. Kurz darauf wird JoJo's Bizarre Adventure erstmals in der Shonen Jump veröffentlicht. Eins der großen Magazine, in denen Manga-Serien wochenweise gedruckt werden. So ziemlich jeder große Manga findet hier seinen Anfang. Für Araki, damals Ende 20, die endgültige Bestätigung seines Talents. Seit seiner Jugend wünscht er sich Profi zu werden, schickt seine ersten Zeichnungen noch als Schüler an die Verlage. Ich sollte eigentlich für die Schule lernen. Also zeichnete ich heimlich und versteckte meine Zeichnungen unter den Schulbüchern. Im Gegensatz zu heute waren viele Eltern der Meinung, dass das Lesen zu vieler Mangas dumm mache. Und hörte man dann auch noch Rockmusik, würde man früher oder später sowieso zum Straftäter. Manga-Zeichner war für meine Eltern kein Beruf. Daher arbeitete ich weiter im Verborgenen und hoffte, dass sie es akzeptieren würden, wenn mir der Durchbruch gelänge. Dabei ist das Leben als Mangaka oft alles andere als glamourös. Gnadenlose Deadlines, massiver Druck, extreme Arbeitszeiten. In einer Industrie, die Kreativität am Fließband fordert. JoJo's Bizarre Adventure wird zum Erfolg auch über die Grenzen Japans hinaus. 120 Millionen Ausgaben wurden bislang verkauft. Das Werk, mittlerweile ganze Generationen überdauernd, schafft es sogar bis in den Louvre.
2012 bekommt die Serie eine aufwendige Anime-Adaption, die Araki vor allem im Ausland populärer macht. Die Kraft eines guten Bildes lässt sich auf den ersten Blick erfassen. Wenn sich ein Japaner zum Beispiel ein Gemälde aus Europa anschaut, ist er davon ergriffen. Dasselbe gilt für japanische Bilder. Menschen auf der ganzen Welt können sie verstehen. Sie sind universell. Ich finde, das ist das Schöne daran, Mangas zu zeichnen.